Videospiele. Nein, ich spiele mit dir nicht gerne Videospiele. Hallo, hier bin ich wieder mit Stonequest. Der Es gibt neue Bärlauchmensch. prozedurale Texturen. Titel, Schmetterling, Einstellungsicon, Das Spiel braucht Rinde, jetzt, Metall und 1000 Blut. 1048 Kilobyte RAM. Der abgestorbene Baum ist auch mit JavaScript programmiert. Im Gegensatz zum alten Stonequest können Objekte endlich auch auf große Distanz dargestellt werden. Die Terrain-Generierung wurde auf Multithreading umgebaut. Das Berechnen war allerdings trotzdem noch zu langsam. Daher wurde diese nun auf die Grafikkarte geschoben. Allein beim Start werden so über 1300 Chunks von der GPU untersucht und falls nicht leer, wird die Geometrie in einem zweiten Schritt von der GPU berechnet. Da das Terrain volumetrisch ist, können später auch Hänge, Schluchten und Höhlen erzeugt werden. Aktuell werden Objekte aber noch nicht richtig daran ausgerichtet. Außerdem wirft die Landschaft noch keine Schatten. Denn ich experimentiere wieder mit Licht und würde eventuell auf Shadow Maps in Zukunft verzichten. Die Idee, beim Malen der Texturen auch das Licht mit rein berechnen. Allerdings müssen dann Flächen oft aktualisiert werden, weil sich Spekulareffekte je nach Einfallswinkel ändern. Die Schatten werden bereits per Raytracing berechnet. Da dafür gewöhnliche Shader genutzt werden, braucht die Grafikkarte keine extra Raytracing-Unterstützung. Ach so. Neue visuelle Hilfen zeigen mir die Dreiecksdichte und wo Texturen geupdatet werden. Technologie okay, aber wann gibt es was zu spielen? Daher hier eine kleine Aufgabe. Das Raumschiff will Strom und muss per Ladestation geladen werden. Dafür muss man 4 Kristalle zur Ladestation bringen. Jedes Mal, wenn man einen Kristall einsammelt, erhöht sich die Spawnrate der Gegner. Das komplette Spiel hat nun 836 Kilobyte und würde somit auf eine einzige Diskette passen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Das ist ja, als du aus der Demoszene kommst. Und die andere Hälfte von der Diskette nutze ich zum Auslagern für den Arbeitsspeicher, damit er nicht so doll belastet wird. Das ist sehr Marthy. Ja. Das ist krass, ey. Das ist richtig krass. Das tut immer ein bisschen weh. Ich glaube, auf seinem Kanal gibt es auch ab und zu Updates dazu. Puzzle als gut. Ich habe Textdateien geschrieben, die waren größer. Ja, Also mit Buchstaben drin. Das stimmt. Ja, da kannst du kaum was zu sagen, Ja. außer dass du technisch ultra beeindruckend mega, ist. ja. Da ist das Spiel selbst steht ja da nicht so im Vordergrund wie die Technologie. Aber das war doch das, was vorher ein Bauspiel war, oder? Also ich meine, das mit dem Bärlauchklavier und so weiter, das wissen wir. Aber Survival. irgendwann hat er dann das Ganze abgebrochen und hatte dann irgendwie was komplett Neues mit diesem Ja, soll ja das gleiche werden. Wir hatten zwischendurch so einen krassen Knochen-Dinosaurier mit allen Knochen, die er anatomischen Wirklichkeit auch hat. Glaube ich, irgendwie so war das. Ja. Hallöchen, ich bin Simon und ich habe Cozy Space Survivors gemacht. Ein Gottchen. Survivors-like im Weltraum, aber eben niedlich.